Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind am Freitag und verbinden wir mit diesem Kreuzweg mit dem Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade und der Friede und die Freude des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir wollen wieder Auch Ihre Familien und Freunde und schenke Frieden allen, die Sie lieben. Wir setzen uns. die erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn den Menge seinen Tod. Aus Menschenfurcht fällt Pilatus das ungerechte Urteil. Jesus aber steht gebunden da und schweigt. Herr Jesus Christus, die Pandemie, die über uns hereingebrochen ist, gibt uns das Gefühl, dass die Welt nicht heil ist, riechen oder spüren können. Gib, dass wir keine Angst haben und uns nicht entmutigen lassen, fest im Glauben zu stehen. Wahr über uns. Amen. Amen. Zweite Station. Jesus fällt unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen. Die Last ist schwer, der Weg steinig, der Herr zu Tode ermattet. Er schwankt und fällt auf seinem Weg gleich dreimal. Doch wird immer wieder emporgerichtet. Dass du uns besonders nahe bist, wenn wir fallen und mutlos sind. Du trägst unsere Schmach und gibst uns die Kraft, immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Mach uns auch fähig, diese Pandemie wirksam zu bekämpfen. Wir brauchen deine Hilfe. Und wir sind stärker, wenn du dabei bist und wir zusammenstehen. Hilf uns, unsere Schwächen zu sehen, sie auszubessern und gemeinsam zum Wohl der ganzen Menschheit zu arbeiten. Gib, dass wir uns den Anforderungen der Situation stellen und unsere Arbeit hier auf Erden tun. Amen. Amen. Die Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Mutter steht am Weg, den der Sohn mit seinem schweren Kreuz geht. Ihre Blicke begegnen sich. Sie erkennen. Herr Jesus, wir beten für alle, die unter den Reichsbeschränkungen leiden und nicht in ihr Land oder zu ihren Familien zurückkehren können. Lass uns die Zeit, die wir gemeinsam zu Hause verbringen müssen, als Segen betrachten, sodass wir einander besser kennenlernen und weitreichender, liebevoller für einander sorgen können. Wir beten besonders für die, die in Quarantäne sind, dass sie durch deine Gegenwart getröstet werden und vor Krankheit, Sorge und Angst geschützt sind.
Amen. Singen wir 532 von dem Lied Christi Mutter stand mit Schmerzen, die zweite und die dritte Strophe. Weg dein Schmerz herausgekommen, dass sie Sagen eingekommen, wie mit Toleranz, Angst und Jammer und Bangen, alles seitlich sie umfangen, dass durch ihn ein Herz durchdrang. Für alle Menschen Schulden, sah sie ihm die Macht erdulden. Geißeln unverlassen, zu dem blutigen Kreuz erfassen, ihren lieben schwarzen Sohn. Vierte Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr vermag die Kreuzeslast nicht mehr zu tragen. Da zwingen die Soldaten einen Mann, der vom Felde kommt und eben vorübergeht, Jesus das Kreuz nachzutragen. Und du bist immer langsamer geworden. Simon sollte dir helfen, und du hast seine Hilfe demütig angenommen. Wir wissen, dass in diesen Zeiten jedes Land Tests durchführt und schwer arbeitet, um das Virus zu bekämpfen, damit seine Jünger geheilt werden und um Impfungen oder Medikamente zu finden, die helfen. Wir beten für die Menschen in der Welt, die Gesandten, unsere Politiker und alle gewählten Amtsträger, damit sie weise Entscheidungen treffen, die alle über sie. Mögen sie durch ihren Dienst Heilung bringen. Heiliger Geist. Amen. Fünfte Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Am Weg stehen Frauen, die den gequälten Herrn beweinen. Er aber denkt voll Mitleid an das Unheil, das über sie kommen wird. Herr, wir sehen, wie Familienangehörige und Freunde einander helfen. Freunde und auch Fremde kümmern sich darum, den Hungrigen und Armen zu essen zu geben. Lieber Herr Jesus, wie du die Frauen von Jerusalem getröstet hast, so tröste auch die Angehörigen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Amen. Die sechste Station:
Jesus wird seine heiliges Kreuz, dass du die Welt erlöst. Zu Tode ermattet ist der Herr auf Golgotha angekommen. Die Soldaten reißen ihm vor allem Volk die Kleider vom Leib und die Wunden der Geißelung beginnen von neuem zu bluten. O Herr Jesus, wir beten für die, die ihrer Rechte und Würde beraubt wurden, Unterhalt gefährdet ist. Wir beten für die Menschen in finanziellen Schwierigkeiten, die nicht in der Lage sind, Nahrung für ihre Familien aufzutreiben. Genagelt und wird. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und weisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz. Schreckliche Stunden für ihn. Trotzdem betet er noch für die, die ihn ins Kreuz brachten und quälten. Um die 9. Stunde schreit er laut: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sterbend betet er: Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Herr, du bist für jeden von uns gestorben, selbstlos, demütig, ganz und vollkommen war deine Hingabe. Im Land, unsere Stadt, die durch das Coronavirus gestorben sind oder diesem noch erliegen werden. Wir beten, dass alle unsere Verstorbenen mit dir vereint sind. Die 8. Station. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz dass du die Welt erlöst. Nachdem Jesus gestorben war, wurde er vom Kreuz abgenommen und in den Schoß Mariens und dann ins Grab gelegt. Herr Jesus, die in dieser Krise sterben müssen. Wir selbst leben in einer Zeit der Traurigkeit und Verwirrung, einer Zeit der Angst und des Zorns. Wir schauen auf deine Mutter als Vorbild der Hoffnung angesichts des Unbekannten. Wache über uns, Maria, unsere Mutter. Bitte für uns. Heiliger Geist, hilf uns in den dunkelsten Stunden Hoffnung zu finden. Denn wir wissen, dass wir nie verlassen sind, besonders in diesen Zeiten großer Not. Amen. Lasset uns dieses meditiert. Die ganze Welt und wir erfahren gerade in diesen Tagen mit unserem Weg des Kreuzes unseres täglichen Lebens, um das Coronavirus und die Krankheit zu überwinden. Es gibt viele unschuldige Menschen, die von diesem Virus betroffen sind
und jeden Tag leiden. Hilf uns, dein Kreuz und dein Leiden zu betrachten, um gestärkt und motiviert zu werden, unsere gegenwärtige Situation zu gewinnen. Du hast deine Schönheit im Kreuz gesehen und sie als gewünschten Schatz angenommen. Führe uns zu unseren Herausforderungen und stärke uns, dass hinter diesem unbedeutenden Leiden und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft etwas Großes steckt. Maria, unsere Mutter, die erhält für uns und für die ganze Welt die Gnade. Amen. Singen wir zur Gabe die 5. und 6. Strophe. Ich will hier bei dir stehen, verborgen mich doch will, von dir will ich mich im letzten Todesstoß. Einsam will ich dich lassen, in meinen Armut. Ich danke dir von Herzen, o Jesu liebster Freund, für deines Todes Tag, dass ich dich halte, zu dir und deinen Freund, und wenn ich halten, in dir mein Ende sein. Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr lege das Opfer aus deinen Händen, zum Lob und zum seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Welt. Barmherziger Gott, gib es dir den Dienst an deiner Macht immer neue Teilnahme am Opfer deines Sohnes, unser Herr. Amen. Zum Sanctus 198. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthielt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahin gab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig bist du, großer Gott, heilig uns im Namen, Zeugen heilig sein, im
Himmel und Erde, Lob und Preis und alles sein, dir, o höchster Herr, der auf dem Himmel wohnt, er sei hochgepriesen. Ewig sei dem Gottes Sohn, er uns angepriesen. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell der Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dankte wiederum, reichte ihm seinen Jüngern daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns geholfen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke unseren Bischof Christoph mit unseren Pfarrern, mit deinem ganzen Volk. Vater, wir empfehlen dir unsere Schwestern und Brüder, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Besonders empfehlen wir dir den verstorbenen Herrn Will. Nimm ihn und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, die ganze Welt, damit du uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit heiliger Antonius Maria Claret und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes,
alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jetzt verbinden wir uns und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Frieden in unseren Tagen. Komm uns Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll sind. Das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwartet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Lamm Gottes, So Du tust den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. seht unseren Herrn Jesus Christus, der unser Schutz ist. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus, unser Held. 461, die erste, dritte und vierte. Mir nachspricht Christus, unser Held. Mir nachgrüßen alle, auf meinen Ruf und Schalen. Nimm euren Geist und nun ihr Macht auf euch.
Wer seine Sehnsucht finden mag, wird sie nicht verlieren. Wenn er sie nicht verlieren kann, wird sie nach Hause führen. Er legt sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und meines Ziel. So lasst uns denn dem lieben Herrn in unserem Kreuz nachgehen und ohne Mut getrost und gern in allen Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auf die Krone, der Segen lebens nicht davon. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns in der heiligen Messe uns gestärkt. Diese Messe sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns fernhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre Mitfeier. Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund. Wir beten für Sie alle. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch und behüte euch, der allmächtige, barmherzige und liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in der Liebe Christi. Dank sei Gott im Herrn.